Hallo zusammen, wie man solche Fugen zieht, schauen wir uns in den nächsten paar Minuten gemeinsam an. Dazu haben wir 3 Videos für euch vorbereitet. Im ersten Teil schauen wir uns an, warum Fugen im Sanitärbereich genau so ausschauen sollten und warum das Glätten mit einem Eisstäbchen keine gute Idee ist und auch fachlich falsch ist. Um zu verhindern, dass im unteren Stockwerk irgendwann einmal Wasser von der Decke tropft, zeigen wir euch im zweiten Teil, wie man den alten Dichtstoff richtig entfernt, ohne die dahinterliegende Abdichtung zu zerstören. Und wir bereiten alles für das Einbringen vom neuen Dichtstoff vor, den wir dann im dritten Teil einbringen und glätten. Für die Ausführung von Fugen im Sanitärbereich gilt laut aktueller technischer Dokumentation IVD-Merkblatt 3.1. Aus dem entnehmen wir, dass die Fuge zwischen der Duschtasse und der Wand als Dreiecksfuge auszuführen ist, ja? Und nicht als Hohlkehle, wie sie entsteht, wenn man das Ganze mit einem Eisstäbchen macht. Man hat sich für diese spezielle Fugenform entschieden, weil sie erstens einmal mechanischen Belastungen am besten widersteht, wie sie beim häufigen Reinigen auftreten, und das Wasser am besten von der Wand in die Duschtasse ableiten. Und genau das werden wir uns jetzt einmal kurz anschauen, dass das so ist. Bei der Dreiecksfuge rinnt Brauchwasser zügig ab. Bei der Eisstäbchenfuge bleibt das Wasser am Dichtstoff stehen und es lagern sich Seifenreste und Hautschuppen ab, welche den Schimmelbefall begünstigen. Bei der Rechteckfuge sammeln sich Wasser- und Duschrückstände im schwer zu reinigenden Eck. Auch in Sachen mechanische Belastung hat die Dreiecksfuge die Nase vorn, weil durch intensives Reinigen bei der Hohlkehle die dünnen Flanken aufreißen, wo sich dann Schmutz und Seifenreste drin sammelt und folgedessen Schimmel bilden kann, während die Dreiecksfuge unbeschädigt bleibt. Da wir nun die Fugenform und den Aufbau geklärt haben, widmen wir uns im nächsten Schritt dem Entfernen des Dichtstoffs. Bevor wir den Dichtstoff nun entfernen, schauen wir uns nur ganz kurz den Altbestand an. Grundsätzlich gibt es 3 Optionen. Erstens einmal in einem Neubau. Bei einem Neubau sollte man darauf achten, ob der Untergrund für den ausgewählten Dichtstoff geeignet ist und ob die Dimensionierung der Fuge ausreicht. Sprich, ob die Fuge groß genug ist und den erwarteten Belastungen standhält. Der zweite Fall wäre, dass der Dichtstoff einfach nur veraltet ist, keine Beschädigungen aufweist und einfach getauscht werden sollte. Die dritte Option ist, dass der Dichtstoff bereits Beschädigungen aufweist, wie zum Beispiel Risse, Ablösungen an den Flanken oder im schlimmsten Fall sogar Schimmel. In diesem Fall müssen wir aber zuerst einmal klären, woher kommt die Beschädigung, weil ohne dass wir die Ursache feststellen und den Dichtstoff einfach nur tauschen, haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass derselbe Schaden gleich nach dem Erneuern des Dichtstoffs wieder auftritt. Darum gehört da die Ursache von einem Fachmann geklärt und dann kann man die Fuge eben sanieren. In diesem Fall können wir keine Beschädigungen feststellen, somit können wir die Fuge einfach tauschen. Zum Entfernen des Dichtstoffs benötigen wir folgende Werkzeuge. Einmal Profi-Cuttermesser, Ersatzklingen, eine Klingenabbrechbox, eine Spitzzange, einen rostfreien Innensechskantschlüssel, der ungefähr die Dimension von der Fuge hat, für den Arbeitsschutz eine Schutzbrille und Schnittschutzhandschuhe. Im ersten Schritt tauschen wir die Klinge von unserem Stanley-Messer, weil nur mit einer wirklich neuen, scharfen Klinge gelingt nämlich das Entfernen des Dichtstoffs. Das Messer sollte leicht angewinkelt sein und mit den Fingern der zweiten Hand schieben wir die Klinge nach vorne. Hierbei achten wir darauf, dass wir nicht zu tief in die Fuge schneiden, um die darunterliegende Verbundabdichtung nicht zu beschädigen. Für die Entfernung von Dichtstoffresten im Eck ist eine Spitzzange meist recht hilfreich. Nachdem der Dichtstoff jetzt überall entfernt worden ist, werden wir noch
falls vorhanden, die Rundschnur aus dem Untergrund entfernen. Das Ganze passiert mit einem Edelstahl-Innensechskantschlüssel, nicht mit den schwarz lackierten, weil die ganz gern rosten und der Rost dann auf den Fliesen zurückbleibt. Nachdem der gesamte Dichtstoff entfernt wurde mit dem Teppichmesser, verwenden wir jetzt nur den Staubsauger für die mechanische Reinigung der Fuge, um lose Dichtstoffreste zu entfernen. Laut IVD-Merkblatt 3.1 ist bei Fugen zwischen der Duschtasse bzw. der Wanne und der Wand eine Rundschnur einzubringen. Diese Rundschnur sollte in Feuchträumen aus geschlossenzelligem PE-Material bestehen und ca. 25% größer als die Fugenbreite sein. Bei uns ist die Fugenbreite 5 mm, daher verwenden wir eine 6 mm Rundschnur. Wir bringen die Rundschnur mit einem stumpfen Gegenstand ein, um sie nicht zu beschädigen. Die Einbringtiefe ist ebenfalls über das IVD-Merkblatt definiert und ist bei einer Fugenbreite von 5 mm 5 mm Tiefe. Wir beginnen den Einbringprozess im Eck, weil wir sollten die Rundschnur nicht ums Eck legen, sondern da schön die Stöße zusammenlaufen lassen. Da immer wieder die Frage gestellt wird, ist eine Rundschnur wirklich notwendig, kann man hierzu 3 verschiedene Gründe nennen. Der erste ist, mit einer Rundschnur verhindert man eine sogenannte Dreiflankenhaftung. Das bedeutet, der Dichtstoff haftet im Prinzip an 2 Punkten, das ist einmal die Fliese und einmal die Duschwanne. Und wenn sich jetzt die Duschwanne nach unten senkt, dann dehnt sich der Dichtstoff, wenn sie nach oben geht, geht der Dichtstoff mit. Das heißt, jetzt ist der Dichtstoff an 2 Punkten fixiert. Würden wir das Ganze jetzt hinten bis an die, sage ich mal, Betonmauer durchdrücken, wäre ja auf der dritten Flanke die hintere auch noch fixiert und wir nehmen dem Dichtstoff die Möglichkeit, sich zu dehnen. Über die Rundschnur, die dann hinten in der Fuge drinnen liegt, kann der Dichtstoff die Betonwand hinten nicht berühren und an der Rundschnur haftet er nicht und behält somit seine gesamte Dehnfähigkeit. Der zweite Grund ist die richtige Dimensionierung der Fuge. Da haben wir eine 5 mm Fuge und über das Merkblatt ist vorgegeben, dass die Tiefe der Fuge auch nur 5 mm sein sollte. Und je nachdem, wie tief ich die Rundschnur einbringe, kann ich somit meine Fugendimension bestimmen. Der dritte Grund ist, die Rundschnur bietet dem flüssigen Dichtstoff, den ich einbringe, Rückhalt und somit füllt sich die Fuge von unten her auf und die gesamte Fuge ist ausgefüllt. Habe ich diesen Rückhalt nicht, kann es sein, dass der Dichtstoff an den Flanken nicht haftet und wesentlich einfacher abreißt. Dazu haben wir ein kurzes Video für euch vorbereitet. Um die Wichtigkeit des Rückhalts zu demonstrieren, werden wir nun diese Plexiglasfuge einmal ohne und einmal mit Rundschnur mit Silikon auffüllen und schauen, was passiert. Während von vorne beide Seiten eigentlich gut verfugt aussehen, können wir von der Queransicht erkennen, dass da, wo keine Rundschnur ist, der Dichtstoff nur an den vordersten 2 mm am Fugengrund haftet. Während da, wo die Rundschnur eingebracht wurde, der Dichtstoff sich von unten her auffüllt und die ganze Fuge quasi besetzt. Um das Ganze nochmal zu verstärken, bringen wir jetzt noch rote Kontrastfarbe von hinten in die Fuge ein, um zu sehen, wo der Dichtstoff wirklich haftet. Und wir können sehen, dass da, wo die Rundschnur nicht eingebracht wurde, wirklich nur die vorderen 2 mm an der Fuge haften. Wir haben nun den alten Dichtstoff entfernt. Wir haben die Dichtstoffreste mechanisch entfernt. Wir haben die Rundschnur eingebracht und um die Haftung des Dichtstoffs zu garantieren, werden wir diese Reste und auch etwaige Staubreste nur entfernen. Wir machen das Ganze mit einem Isopropanol-basierten Reiniger. Das wäre dann hier der Cleaner T und einem fusselfreien Tuch. Abzuraten ist von Klopapier, was vermutlich im Bad vorhanden ist, oder Küchenrolle, das fusselt und die Fusselmessen dann wieder mechanisch entfernt werden. Wir reinigen aus der Ecke heraus. Jetzt ist es zu schmutzig, wir falten das Ganze einmal um und wiederholen den Vorgang so lange, bis das Tuch dann sauber bleibt. Der 5. und letzte Vorbereitungsschritt wäre das Primern. Ob man primern muss oder nicht, kann man im technischen Datenblatt des jeweiligen Dichtstoffs finden. Das Datenblatt findet sich bei allen Herstellern auf der Webseite.
Im Datenblatt sehen wir, dass für eine gewöhnliche Fliese kein Primer verwendet werden muss und auch auf Sanitäracryl ohne Primer eine sehr gute Haftung erzielt werden kann. Die Fugen sind nun optimal vorbereitet und wir sind bereit, den Dichtstoff einzubringen und zu glätten. Für diese beiden Arbeitsschritte benötigen wir folgende Werkzeuge: Dichtstoff, Kartuschenpresse, Stift, Düse, Düsenschneider, Zollstock, Glättmittel, diverse Glättwerkzeuge, Papier, Sprühflaschen mit destilliertem Wasser, Reinigungstücher und Abfalleimer. Als erstes wählen wir das richtige Glättwerkzeug aus. Bei 5 mm Fugengröße wäre das eine 10er Glättspachtel und zur Kontrolle können wir das Glättwerkzeug an die Fuge halten und der obere Rand der Phase sollte ca. 1 mm überhalb der Fliesenkante liegen. Um die richtige Menge Dichtstoff aufzubringen, kürzen wir unsere Düse so, dass der Innendurchmesser der Flankenlänge des Glättwerkzeugs entspricht. Hierzu markieren wir uns die Düse laut nebenstehender Tabelle bei 58 mm und schneiden sie mit dem Düsenschneider leicht schräg ab. Ein Strich am höchsten Punkt der Düse hilft uns, die Düse in der Fuge symmetrisch auszurichten. Als nächstes öffnen wir die Kartusche unseres Dichtstoffs mit dem Kartuschenschneider, legen diese in unsere Pistole ein und verwenden die ersten 2 cm unseres Dichtstoffs, um das Material zu prüfen, und zugleich entfernen wir eventuelle Ablagerungen aus der Kappe. Beim Einbringen des Dichtstoffs achten wir auf insgesamt 3 Punkte. Erstens, der Winkel zwischen Duschtasse und Wand sollte 45 Grad betragen, um einen gleichmäßigen Auftrag des Dichtstoffs zu erzielen. Der Winkel in Abziehrichtung hängt davon ab, wie schräg die Düse abgeschnitten wurde. Wurde die Düse sehr gerade abgeschnitten, ist der Winkel eher steil zu wählen. Wurde die Düse sehr schräg abgeschnitten, ist der Winkel eher flach zu wählen. Und der dritte Punkt ist, der Dichtstoff sollte während des Auftragens mit dem hinteren Rand der Düse gleich auf sein. Sieht man den Dichtstoff nicht, wird zu wenig Dichtstoff in die Fuge eingebracht und er erreicht den Fugengrund nicht. Wird zu viel Dichtstoff ausgepresst, quillt er auf der anderen Seite wieder heraus. Wir beginnen im Eck und unter Beibehaltung aller Winkel ziehen wir die Pistole in unsere Richtung. Jede Änderung des Winkels führt zu einer Veränderung der Einbringmenge bzw. der Verteilung des Dichtstoffs. Zum Verfugen nach oben drehen wir uns die Pistole in die andere Richtung, drehen die Kartusche, bis der Strich nach unten zeigt, und drehen die Pistole dann wieder um. Wir haben dann alle Fugen ausgespritzt und können zum Glätten übergehen. An dieser Stelle bleibt noch zu sagen, dass man maximal so viel Dichtstoff in die Fugen einbringen sollte, wie man auch in 10 Minuten glätten kann, da die meisten Silikondichtstoffe über eine Hautbildezeit von 10 Minuten verfügen, was so viel bedeutet, nach diesen 10 Minuten ist ein reibungsloses Glätten nicht mehr möglich. Das Glättmittel selbst sollte auf den Dichtstoff abgestimmt sein. Informationen hierzu finden sich im technischen Datenblatt. Für den von uns verwendeten Dichtstoff verwenden wir das Standardglättmittel. Spülmittel ist zu vermeiden, da die im Spülmittel enthaltenen Tenside Bestandteile aus der Dichtstoffoberfläche herauslösen können oder später zur Fleckenbildung führen. Beim Glätten beginnen wir nach oben und achten wie beim Ausbringen des Dichtstoffs auf die Haltung unseres Glättwerkzeugs. Wir legen das Glättwerkzeug an der Fugenkante nach oben an, winkeln es in beiden Ebenen leicht an und ziehen nach oben ab. Als nächstes ziehen wir zur linken Seite hin ab. Hierzu
verwenden wir wieder Glättmittel und positionieren unser Glättwerkzeug in der Mitte der Dichtstofffuge nach oben, ohne diese zu berühren, und ziehen nach links ab. Auf die rechte Seite genau gleich. Nachdem wir jetzt alles verfugt haben, ist der letzte Schritt das Abwaschen des Glättmittels mit einer Sprühflasche und destilliertem Wasser. Das Wasser aus der Dusche bzw. aus der Brause sollte man vermeiden, weil in gewissen Regionen der Kalkgehalt sehr hoch ist und Kalk speziell auf dunklen Dichtstoffen Kalkflecken hinterlässt. Wie ihr seht, ist einiges an technischem Wissen und Können notwendig, um fachgerecht zu verfugen. Solltet ihr nun Interesse bekommen haben, diese Schritte im Detail zu erlernen oder einen Profikurs zu besuchen, findet ihr alle notwendigen Informationen auf der Otto-Website. Hey!